Na, wer kennt den Bullworker von euch? Der Bullworker ist ein altes Trainingsgerät, das es schon seit 1962 gibt. In diesem Video zeige ich euch, wie dieses Gerät funktioniert und welche Übungen damit möglich sind. Los geht's! Servus, ich bin Peter Dvorak, der Fitness Creator. Heute möchte ich euch ein weiteres Fitness-Gadget, nämlich den Bullworker, präsentieren. Es ist ein interessantes Trainingsgerät, von dem über 8 Millionen Exemplare weltweit verkauft wurden. Mittlerweile gibt es Facebook-Gruppen, in denen sich die Mitglieder über ihr Training mit dem Bullworker austauschen. Auch ich gehöre dazu. Den Bullworker gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Den Bullworker Bow Classic, der in einer Tragetasche geliefert wird, in der sich 3 Widerstandsfedern, eine Gummiauflage, ein Trainingsplan und ein kleines Handbuch befinden. Mit diesem Bullworker Bow Classic lassen sich Übungen mit größerem Bewegungsumfang trainieren, wie zum Beispiel den Ausfallschritt oder das Rudern. Dann gibt es noch die kleinere Version, den Bullworker Steel Bow, der in einer Tragetasche geliefert wird, in der sich 3 Widerstandsfedern, eine Gummiauflage, ein Trainingsplan und ein kleines Handbuch befinden. Der Steel Bow lässt sich überall mitnehmen. Schauen wir uns den Aufbau und die Funktionsweise des Bullworkers Bow Classic an. Dieser besteht aus einem Teleskoprohr mit einer Skala von 0 bis 260. Dies entspricht einer Länge von 0 bis 26 cm. An der Skala befindet sich ein durchsichtiger Plastikring mit einer roten Markierung, der verschoben werden kann. Im Inneren ist eine Widerstandsfeder. An den Enden des Stahlrohrs sind rot-schwarze Plastikgriffe angebracht, die mit 2 ummantelten Stahlseilen, an denen schwarze Gummigriffe angebracht sind, miteinander verbunden sind. Werden die rot-schwarzen Plastikgriffe zusammengedrückt, so steigt der Widerstand, da im Inneren die Feder zusammengedrückt wird. Somit ist der Bullworker ein Impander sowie die Biegerhantel, mit der Druckübungen möglich sind. Der Bullworker ist aber auch ein Expander, mit dem auch Zugübungen möglich sind. Werden nämlich die Stahlseile mit den schwarzen Gummigriffen auseinandergezogen, so wird die Feder im Inneren ebenfalls zusammengedrückt. Mit dem Bullworker kann man isometrisch trainieren, wie ich zeigen werde. Empfehlenswert ist es, mit der leichtesten Feder anzufangen. Der gewünschte Widerstand wird mittels des Plastikrings markiert. Mit den Händen werden die Griffe langsam bis zum Plastikring zusammengedrückt und 7 bis 10 Sekunden in gleicher Position gehalten. Das ist ein isometrisches Training. Dann langsam wieder in die Ausgangsposition zurückführen. Trainiert wird, indem 10 bis 12 Wiederholungen ausgeführt werden. Mit dem zunehmenden Trainingsfortschritt sollte der Widerstand erhöht werden, indem der Plastikring nach oben verschoben wird. Ist das Ende der Skala erreicht, wird die Feder durch eine stärkere ausgetauscht. Ich zeige euch, wie die Widerstandsfeder sicher gewechselt wird. Der Bullworker wird auf das Gummipad gestellt. Auf der Rückseite der Skala befindet sich eine Nut. Mit einer Hand wird das obere Stahlrohr heruntergedrückt, mit der anderen Hand der Plastikgriff aus der Nut geführt. Dann wird der Plastikgriff zur Seite gelegt, das Stahlrohr mit Plastikeinsatz abgehoben und die Feder gewechselt. Danach das Stahlrohr mit dem Plastikeinsatz über die Feder stülpen und herunterdrücken. Anschließend den Plastikgriff mit dem Pin in der Nut verankern. Nun demonstriere ich 3 isometrische Übungen mit dem Bullworker. Für jede Übung wähle ich die Stärke der Feder aus und stelle den gewünschten Widerstand auf der Skala mittels des Plastikrings ein. Die erste isometrische Übung ist das Zusammendrücken vor der Brust. Den Bullworker bis zum Plastikring zusammendrücken und 7 bis 10 Sekunden halten. Davon 10 Wiederholungen durchführen. Diese Übung trainiert isometrisch den großen Brustmuskel und den vorderen Anteil des Deltamuskels. Die zweite isometrische Übung ist ein Armbeugen. Den Bullworker auf den gewünschten Widerstand zusammendrücken und 7 bis 10 Sekunden halten. Davon 10 Wiederholungen durchführen. Bei dieser Übung wird der Armbeuger
Oberarmspeichenmuskel und der zweiköpfige Armbeuger isometrisch trainiert. Die dritte isometrische Übung ist ein Frontheben mit dem Bullworker. Mit beiden Händen die Gummigriffe greifen und auf den gewünschten Widerstand auseinanderziehen und 7 bis 10 Sekunden halten. Davon 10 Wiederholungen durchführen. Bei dieser Übung wird der vordere Anteil des Deltamuskels, der vordere Sägemuskel und obere Anteil des Trapezmuskels isometrisch trainiert. Mit dem Bullworker kann man nicht nur isometrisch, sondern auch dynamisch trainieren, das sogenannte Isomotion. Hier zeige ich 3 dynamische Übungen mit dem Bullworker. Vor jeder Übung wähle ich die Stärke der Feder aus und stelle den gewünschten Widerstand auf der Skala mittels des Plastikrings ein. Die erste Übung ist das Zusammendrücken vor der Brust. Den Bullworker bis zum Plastikring zusammendrücken, Spannung konstant halten und eine dynamische Bewegung vor der Brust 60 Sekunden bis zur Muskelerschöpfung ausführen. Die zweite Übung ist ein Armbeugen. Nun den Bullworker auf den eingestellten Widerstand zusammendrücken, konstant halten und das Armbeugen ausführen. Diese Übung 60 Sekunden bis zur Muskelerschöpfung trainieren und dann die Seite wechseln. Die dritte Übung ist ein Frontheben mit dem Bullworker. Mit beiden Händen, eine Hand oben und eine Hand unten, die Gummigriffe an den Stahlseilen umfassen und auseinanderziehen. Mit leicht angewickelten Armen den Bullworker frontal langsam nach oben und unten führen. Wieder wird die Spannung konstant gehalten und 60 Sekunden bis zur Muskelerschöpfung trainiert. Danach wird die Position der Hände gewechselt, damit auch die andere Schulter trainiert wird. Mit dem Bullworker lässt sich auch die Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur trainieren. Bei dem Ausfallschritt wird das untere Stahlseil unter dem Turnschuh platziert und mit beiden Händen das obere gehalten. Mit der Kraft der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur wird der Ausfallschritt ausgeführt, dabei werden die Stahlseile auseinandergezogen und der Oberkörper rauf und runter bewegt. Der Bullworker fungiert als Widerstand. Dieselben Muskeln werden bei der einbeinigen Kniebeuge trainiert. Bei dieser Übung fungiert der Bullworker als Unterstützer, wodurch das zu stemmende Körpergewicht reduziert wird. Es gibt noch eine Erweiterung zum Bullworker, nämlich den Schlingentrainer IsoFlow. Das Set ist in einer Tragetasche mit folgendem Equipment: 2 Übungsanleitungen, einem Doppelgriff, den Isobow, 2 durch Spanngurte miteinander verbundenen Plastikgriffe, ein ovaler Karabiner. Mit diesem IsoFlow Schlingentrainer und dem Bullworker lassen sich alternierende Übungen ausführen und ich zeige euch 3 Beispiele. Ich favorisiere dieses Training, mit dem ein vollständiger Bewegungsumfang möglich ist. Die erste Übung ist das Trizepsdrücken. Das obere Stahlseil des Bullworkers, befestigt an einem Karabiner und Band, hängt an der Decke. Das untere dient als Aufhängung für den Schlingentrainer mit einem Karabiner. Beide Griffe des Schlingentrainers werden gleichzeitig nach unten gezogen. Die entstandene Spannung wird konstant gehalten und das Trizepsdrücken abwechselnd durchgeführt. Die zweite Übung ist das Armbeugen. Das untere Stahlseil des Bullworkers wird unter dem Fuß eingeklemmt, das obere dient dem Karabiner als Befestigung, an dem der Schlingentrainer IsoFlow hängt. Wieder wird eine Spannung aufgebaut und konstant gehalten. Nun wird alternierend der Bizeps-Curl ausgeführt. Die dritte Übung ist das seitliche Schulterheben. Wieder ist das untere Stahlseil des Bullworkers unter dem Fuß eingeklemmt. Das obere dient dem Karabiner als Befestigung, an dem der Spanngurt mit Griffen hängt. Unter Spannung werden abwechselnd die Griffe des Schlingentrainers zur Seite gezogen.
Man sollte nur alle 2 bis 3 Tage mit dem Bullworker trainieren, da eine Regenerationszeit von 48 bis 72 Stunden notwendig ist. Das heißt Montag Training und dann ist der Dienstag und Mittwoch frei. Donnerstag wird wieder trainiert. So, jetzt habt ihr gesehen, wie so ein Bullworker funktioniert und welche Übungen ihr damit absolvieren könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine Bullworker-Videos verpasst. Und falls ihr jemanden kennt, der so einen Bullworker noch zu Hause hat, dann schickt ihm dieses Video per WhatsApp oder teilt es auf Facebook. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Fitness Creator.